Herzlich willkommen auf dem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Heute zeige ich euch die Ultimate Collection. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Farben von, nämlich die schwarze und die weiße, die ich neuerdings beide habe. Deswegen drehe ich da heute ein kleines Vergleichsvideo zu. Das kam ja auch als Wunsch auf Facebook auf. Ja, wie ich das immer versuche bei meinen Videos zu handhaben, sage ich am Anfang ein paar Informationen allgemein zu diesem Release und hinterher zeige ich dann diese beiden Versionen detaillierter. Die Ultimate Collection ist am 16. November 2004 erschienen, besteht aus 4 CDs und einer DVD und umfasst 57 Tracks plus das Konzert von der Dangerous Tour in Bukarest auf DVD. Diese Box wurde über 1 Million Mal allein in den USA verkauft, was für so eine Box, die relativ groß und relativ teuer ist, ziemlich viel ist und enthält bereits veröffentlichte Songs, aber auch einige neue Demos und einige komplett neue Songs. Ja, die zwei Boxen, in meiner schwarzen ist noch dieser Zettel dran, wo die Tracklist und alles weiter drauf steht. Bei der weißen ist der bei mir nicht mehr dabei. Diese Boxen unterscheiden sich im Wesentlichen nur in der Farbe. Ich entferne mal diesen Zettel jetzt, lege ihn mal zur Seite und ich nehme mir mal erstmal die schwarze vor. Auf der schwarzen Box steht der Schriftzug Michael Jackson in goldener Schrift. Hier sind dann dementsprechend auch Einkerbungen, wo diese Schrift ist. Das kann man also fühlen. Darunter in Grau die Ultimate Collection und Michaels Silhouette befindet sich in Schwarz auf dem Cover, auch perspektivisch gedruckt. Wenn man die mal aufklappt, dann sieht man sofort die 1, 2, 3, 4 CDs und in der Mitte das Booklet. Wenn man das Booklet rausnimmt, kommt die 5. Disc, was die DVD ist, zum Vorschein. Wenn man die Box dann wieder zuklappt, befindet sich hier noch eine weitere Silhouette von Michael, die auch perspektivisch gedruckt ist. Und auf der Rückseite befindet sich auch nochmal eine Silhouette von Michael. Der Rücken sieht so aus, da sieht man auch nochmal diese goldene Schrift. Michael Jackson, die Ultimate Collection in Grau. Und hier unten die Katalognummer. Das ist jetzt die von Europa, weil diese schwarze Box aus Europa kommt. Vergleicht man dies mit der weißen Box, gibt es da doch einige Unterschiede. Ich lege mir mal die schwarze daneben. Der Schriftzug Michael Jackson ist in beiden Versionen in Gold. Da ist aber bei der weißen Michaels Silhouette ebenfalls in Gold und die Schrift The Ultimate Collection in Schwarz. Auch auf der Rückseite ist die Silhouette von Michael in Gold und auch die man sieht, wenn man das halb aufklappt, ist in Gold. Die CDs sind auch alle in Weiß und auch hier verbirgt sich hinter dem Booklet die DVD. Bei mir ist da jetzt allerdings die 3. Disc drin und nicht die DVD, aber das kann man ja handhaben, wie man möchte. Der Rücken ist hier auch ganz ähnlich gestaltet wie der von der schwarzen Version. Allerdings ist die Katalognummer hier anders. Die weiße Version gibt es zwar auch als europäische Variante. Was ihr bei mir seht, ist allerdings die amerikanische Variante, die ein bisschen anders ist als die schwarze. Zum Beispiel, das müsstet ihr jetzt hier sehen können, ist bei der schwarzen Variante das Booklet ein bisschen heller, hat einen etwas stärkeren Grünstich, während das Booklet der weißen Variante etwas dunkler ist und einen geringeren Grünstich aufweist. Inhaltlich sind die Booklets aber komplett identisch. Ich mal beide parallel aufklappe, dann sieht man hier, wenn ich mal durchblätter, genau das gleiche wie hier, wenn ich das auch mal durchblätter. Ist jetzt ein bisschen schwierig, das parallel zu zeigen, aber inhaltlich sind die tatsächlich gleich. Deswegen werde ich jetzt auch mal nur eins durchblättern, nämlich das von der schwarzen Variante. Es fängt an mit The Songs. Gibt es eine Auflistung aller Songs, die in der Box dabei sind. Alles begleitet mit schönen Bildern. Es steht überall, wer die produziert hat, wann die aufgenommen wurden, für welches Album. Es geht immer noch weiter mit den Songs. Die Bilder dabei sind sehr schön, sind auch so Collagen dabei, wie zum Beispiel dieses hier. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Dann geht es weiter mit Michael Jackson, The Singer, The Writer, The Arranger. Das ist dann ein schöner Text, in dem es um Michael geht, was er alles schon gemacht hat.
Schöner Text in englischer Sprache, der mit weiteren Bildern natürlich ergänzt wurde. Und am Ende dann The Timeline. Da findet man zu jedem Jahr ein Foto, eine Erklärung, was Michael da gemacht hat. Geht dann immer so weiter, auch mit den Albumcovern, die dabei sind. Oder Singles. Und es hört dann auf 2004. Ja, da sind wir angekommen, denn 2004 ist ja diese Box erschienen. Ende noch einige Bilder und am Ende ein Zitat von Liz Taylor, was ihr jetzt lesen könnt. Das Besondere an dem Booklet ist, dass sich hier unten am Rand ein Daumenkino befindet. Kann man Michael tanzen sehen, wenn man sich das schnell durchblättert. Kann ich auch nochmal zeigen, das ist bei dem anderen Booklet identisch. Zu guter Letzt gibt es jetzt noch einige Infos zu der Box. Wie ich gerade schon gesagt habe, enthält diese Box das Konzert der Dangerous Tour in Bukarest. Das ist auch auf DVD rausgekommen. Allerdings erst wesentlich später, was den Verkauf mit Sicherheit gut gefördert hat, denn alle Fans fahren natürlich voll drauf ab, wenn es ein neues Konzert veröffentlicht gibt, insbesondere weil es das vorher ja noch gar nicht gab. Generell kann man zu der Box sagen, dass viel schon veröffentlichtes Material darauf zu finden ist, allerdings auch einige unveröffentlichte Demos zu bereits bestehenden Songs und Demos zu Songs, die es vorher noch nicht zu hören gab. Außerdem befinden sich einige seltene Songs, nenne ich die mal, darauf. Also Songs, die zwar schon zu hören waren, aber noch auf keinem Album zu finden waren. Die gehe ich gleich mal alle durch. Generell kann man auf jeden Fall sagen, dass die Reihenfolge, in der die Tracks auf der Box enthalten sind, chronologisch ist. Das heißt, es fängt an mit I Want You Back, was im Jahr 1969 aufgenommen worden ist. Und es endet mit den Songs von Invincible und sogar noch einigen Songs, die erst nach Invincible fertiggestellt wurden. Das bedeutet, dass diese Songs also tatsächlich nur für diese Box neu aufgenommen wurden oder nochmal neu bearbeitet wurden. Disc 1 beginnt mit Liedern aus den Jackson 5. Es geht weiter mit Disc 2 und Disc 3 und Disc 4 enthält dann die Lieder aus Invincible oder auch die noch neueren Lieder. Ich gehe jetzt nicht alle einzelnen Lieder durch. Ihr findet die Tracklist auch auf Wikipedia. Allerdings möchte ich die besonderen Lieder, nenne ich sie mal, die also vorher noch nirgendwo zu sehen waren oder die auch vorher noch nie auf einem Michael Jackson Album zu finden waren, einmal vorstellen. Es fängt an mit Ease on Down the Road und You Can't Win. Diese beiden Lieder waren bisher nur auf dem Soundtrack zum Film The Wiz erschienen oder auch auf zugehörigen Singles, allerdings nicht auf einem regulären Michael Jackson Album, was auch der Grund sein wird, warum man die Gelegenheit genutzt hat, diese Lieder auf der Ultimate Collection zu veröffentlichen. Dann gibt es Shake a Body, was eine Early Demo, also eine frühe Demo von Shake Your Body Down to the Ground von den Jacksons ist. Dieser Track unterscheidet sich schon wesentlich von der normalen Version von Shake Your Body. Allerdings finde ich diese Demo, auch weil ich die Jacksons nicht besonders toll finde, nicht sehr spektakulär. Auch auf Disc 1 zu finden ist Sunset Driver, auch eine Demo, die 1982 aufgenommen wurde und so eben aus der Thriller-Ära stammt. Diese Demo gefällt mir sehr gut und ich finde es toll, dass die hier auch aufgenommen wurde. Auf Disc 2 befindet sich die Demo zu PYT, die auch 1982 aufgenommen wurde, die tatsächlich ganz anders ist als die Version vom Thriller-Album, die wir kennen, also eben auch sehr hörenswert ist. Dann gibt es Someone in the Dark. Someone in the Dark ist schon auf dem E.T. Storybook erschienen und auch 2001 auf der Special Edition von Thriller. Trotzdem hat man sich dazu entschieden, dieses Lied, was mir persönlich übrigens auch sehr, sehr gut gefällt, mit auf diese Box aufzunehmen. Scared of the Moon wurde 1984 aufgenommen und soweit ich weiß, für diese Box noch einmal grundlegend bearbeitet. Michael hat in diesem Song wohl relativ lange gefeilt und sich dann hinterher dazu entschieden, dieses Lied als Demo auf der Ultimate Collection zu veröffentlichen. Scared of the Moon ist wahrscheinlich mein Lieblingslied von den auf dieser Box neu veröffentlichten Liedern.
Als nächstes kommt die 1985 aufgenommene Solo-Demo zu We Are the World. Auch das 1986 für den Film Captain EO, der ja in Disneyland lief, aufgenommene Werk We Are Here to Change the World wurde vorher noch nicht auf einer Platte von Michael veröffentlicht, sondern war eben nur Teil dieses Films und daher wurde dieser Song in dieser Box zum ersten Mal veröffentlicht. Auf Disc 3 geht es weiter mit Cheetah, einer Demo, die 1987 für die Bad Sessions aufgenommen wurde. Und dieser Song sollte als Single veröffentlicht werden im Zuge dieser Veröffentlichung von der Ultimate Collection Box. Allerdings, wie schon so oft bei Michael, wurde der Release dann gestoppt, sodass nur einige relativ seltene Promos existieren, von denen ich im Moment auch noch keine habe, die ich euch zeigen könnte. Ungefähr zur selben Zeit wurde auch die Early Demo von Dangerous aufgenommen, die komplett anders ist, komplett anders arrangiert und instrumentalisiert als die Version, die wir vom Album kennen. Mir gefällt diese Version ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich finde die Version, die wir vom Album kennen, viel, viel besser. Aber trotzdem finde ich es immer interessant zu hören, wie Michael seine Lieder nach und nach entwickelt hat und denen es nach und nach den Feinschliff gegeben hat. Als nächstes kommt Monkey Business, was 1989 aufgenommen wurde und beim Album Dangerous keine Verwendung fand. Dieses Lied gefällt mir auch ziemlich gut und ich höre es mir ab und zu auch gerne an. Das Lied Someone Put Your Hand Out wurde 1992 aufgenommen und ist damals nur exklusiv dieser Kassette erschienen, einer Promo, die von Pepsi zur Promotion der Dangerous Tour herausgegeben wurde und noch nicht auf einem Album vorher erschienen war. Jetzt sind wir schon bei Disc 4 angelangt. Auf dieser Disc befindet sich der Titel On the Line. On the Line wurde vorher auch schon einmal veröffentlicht, aber nur in der Michael Jackson's Ghost Box. Hier ist die Single auch nochmal separat und auch noch nicht auf einem Album. Fall Again ist eine sehr melancholische Ballade, die mir sehr gut gefällt. In the Bag ist ein Lied, das, obwohl es von 1994 bis 2004 immer wieder von Michael überarbeitet wurde, noch keinen richtigen Text enthält. Michael singt in der kompletten Strophe fast nur da 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 und keinen richtigen Text. Beautiful Girl. Beautiful Girl wurde genauso auch von 1998 bis 2004 immer wieder überarbeitet und ist ebenfalls eine Ballade. Und The Way You Love Me wurde von 2000 bis 2004 immer wieder überarbeitet und wurde später in einer neu gemixten Version auch auf Michaels posthum erschienenem Album Michael noch einmal veröffentlicht. Der letzte Track, der auf der Box enthalten ist We've Had Enough. Dieser Song, in dem sich Michael ziemlich deutlich gegen Krieger ausspricht, ist auch einer meiner Lieblingssongs von dieser Box. Für mich hat der Song ein klein bisschen Ähnlichkeit mit dem Earth-Song und neben Scared of the Moon ist das auf jeden Fall mein Lieblingslied von der Box. Damit meine ich von den vorher unveröffentlichten Liedern von der Box. Ja, ich habe jetzt sehr viel geredet und sehr viel auch über die Songs erzählt. Waren mit Sicherheit viele Informationen, die ihr schon wusstet, vielleicht aber ja auch nicht. Was ich noch zu sagen habe, ist, dass auf der japanischen Version einige Tracks mehr erschienen sind, unter anderem Another Part of Me und auch One More Chance, und dass auch auf den Versionen, die ihr hier seht, einige Lieder in einer etwas anderen Version erschienen sind als auf dem jeweiligen Album. So ist zum Beispiel Enjoy Yourself 15 Sekunden länger als die Albumversion und auch You Are Not Alone ist 15 Sekunden länger und enthält auch mehr Vocals von Michael als die Albumversion. Solche interessanten Informationen findet ihr auf Wikipedia. Ich habe jetzt nicht alles, was da steht, erzählt, aber wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da nochmal weiter nachlesen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie immer freue ich mich über Ergänzungen, über Feedbacks und über Kommentare im Allgemeinen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn von euch ein paar Vorschläge kämen, was ich denn als nächstes mal zeigen soll. Ich habe einige Sachen hier zu Hause und kann mich nie so recht entscheiden, was ich zeigen soll. Ich weiß auch nicht genau, was euch wirklich interessiert. Vielleicht fällt euch ja was ein, was ihr gerne mal sehen möchtet. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Heute ist ja Freitag. Bis bald.